Sportgenossenschaft Zukunft EG. Zum 50. Goldenen Rad, dem Steherrennen auf der ältesten befahrenen Radrennbahn der Welt, gelang es uns, Interviews zu führen mit der Erfurterin Christina Vogel, unserer Olympiasiegerin 2016. Sie holte in Rio de Janeiro Gold im Bahnradwettbewerb Sprint. Erleben Sie danach das Interview mit dem Schweizer René Abi. Er wurde als Schrittmacher bei Steherrennen zweimal Europameister, 8-mal Schweizer Meister und einmal italienischer Stehermeister. Silke Wuttke, Sprecherin des Vorstandes der WBG Zukunft, die seit vielen Jahren Hauptsponsor des Steherrennen Goldenes Rad ist, hören wir am Ende unseres Filmberichtes zu einem der aufsehenerregendsten Sportevents in Deutschland. Herzlich willkommen hier im schönen Radoval in Erfurt. Bei heute wirklich tropischen Temperaturen trifft sich heute in Erfurt, wie man wieder sieht, hier um das letzte von 3 Steherrennen in diesem Jahr hier zu bewundern, das Goldene Rad. Hallo Christina, unser Glückwunsch zu Gold in Rio und herzlich willkommen hier in Erfurt. Beschreib uns deine olympischen Glücksgefühle. Kann man gar nicht so richtig, man kann das gar nicht in Worte fassen, weil da einfach so viel dazukommt und die Emotionen einfach so unterschiedlich sind, so verschieden sind. Und er hatte ja nicht gerade den schönsten Zielsport und Zieleinlauf. Von der war am Anfang so ein bisschen auch Verzweiflung kurz da, bis es dann überschwang mit, ach verdammt, ich habe doch gewonnen. Also so viele Emotionen, die auf einen zukommen, man kann das aber nicht in Worte fassen. Es ist einfach so ein riesenganzes Gefühl. Erleben Sie dem Schweizer Stehermeister René Abi. 50 Jahre Goldenes Rad treffen bei Ihnen auf 70 Jahre Lebenserfahrung. Sie verabschieden sich ja heute hier. Bleiben Sie trotzdem dem Radsport treu? Ja, ganz sicher, weil das ist mein Leben. Neben meinem Beruf, der auch immer mit Radsport zu tun hatte, von der Werbung her für die Tour de Suisse habe ich so viele Jahre gearbeitet, für die Halle in Zürich, das Stadion mit dem 6-Tage-Rennen, alles. Das ist mein Leben und wird mein Leben bleiben, der Radsport. Erleben Sie Silke Wuttke, Sprecherin des Vorstandes der Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG. Frau Wuttke, 100 Jahre WBG, 50. Goldenes Rad. Was ist für Sie das Besondere hier auf der Radrennbahn? Das Besondere daran ist, dass beide Geschichten, 100 Jahre WBG Zukunft und 50 Jahre Goldenes Rad, hier auf der Radrennbahn mit Tradition verbunden sind. Zum einen ist es das Wohnen und bei dem Wohnen sind immer Menschen, die im Hintergrund und im Vordergrund aktiv sind und das ist natürlich hier auf der Radrennbahn ebenso. Und somit steht die Tradition im Vordergrund und das ist unsere Aufgabe und es liegt uns besonders am Herzen, die weiter zu leben, weiter ja auch ein Stück zu transportieren, dass andere nach uns auch darüber reden können. Für alle, die es mitbekommen haben oder auch nicht, wie war das mit dem Fahrradsattel? Ja, ich hatte ein bisschen Probleme vorab schon und am Ende, so die letzten 50 Meter, kamen einfach so viele Sachen, so viele negative Sachen hinzu, die dann letztendlich das Ergebnis gebracht haben, Sattel verloren haben im Zielsport. Was keinen Spaß macht, weil wir hatten roundabout 60 bis 65 km/h drauf und da ohne Sattel zu fahren, das geht eigentlich gar nicht so richtig. Ich habe es trotzdem irgendwie stehen können, bin ich auf den Pops gefallen. Welche Erinnerungen verbinden Sie hier mit dieser Radrennbahn? Das sind schöne Erinnerungen, das waren praktisch von der Wende her. Ich bin auch schon vor der Wende in Ostdeutschland damals gefahren und direkt nach der Wende hier wieder die ersten Rennen alles und das ist für mich die zweite Heimat gewesen, Erfurt. Und ich kenne hier so viele Leute, habe so viele Freunde, auch von der Rennbahn her, von den Leuten, die damit zu tun haben, früher und jetzt. Das ist für mich die zweite Heimat. Dankeschön. Engagiert sich die WBG auch zukünftig für den Sport, zum Beispiel für das 51. Goldene Rad? Ganz sicher. Uns ist es wichtig, dass wir die Sportförderung als ein großes Anliegen unserer Genossenschaft sehen. Denn wir sind überzeugt davon, dass wir nur mit unseren Jüngsten einfach auch das aufrechterhalten können und die Tradition, wie eben gesagt, weiterleben können. Das heißt, Sport werden wir immer begleiten, wir werden es immer unterstützen, wir werden die Kleinsten unterstützen, aber wir gehen auch mit den Jugendlichen hier an den Start, um halt einfach die ganze Bandbreite abdecken zu können. Dankeschön. Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG. K-Video Image und Eventfilmproduktion.